person you are trying to call is currently busy. Busy in a world that needs no buffering. Beim letzten Mal waren wir am Grenzfluss Rio Hondo, an der Grenze zu Belize, und haben ein wenig mit dem Kajak die grüne Grenze erkundet, während wir uns Gedanken machten, ob wir nun als nächstes nach Guatemala oder Belize einreisen würden. Und die Affen, die von Baum zu Baum springen. Nun ja, immer noch ein wenig unentschlossen aufgrund von unangenehmen oder recht simplen, sehr kostspieligen oder recht günstigen Einreisebestimmungen der zwei potenziell als nächstes anstehenden Länder. Mit nur noch wenigen Tagen Visa für Mexiko im Pass dachten wir wechseln noch ein letztes Mal den Stellplatz innerhalb Mexikos, treffen und beraten uns mit zwei Motorradreisenden, die gerade vor derselben Entscheidung stehen, und entscheiden dann mit einem Münzwurf. Wir sind Steffi und Carsten und seit Mai 2019 reisen wir in unserem Expeditionsmobil namens Dino entlang der Panamericana. Bestimmt nicht die letzte große Reise, welche wir mit euch teilen werden. Hallo? Ja, mach Platz. So ist fein. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir stehen hier gerade an einer richtig schönen türkisblauen Lagune kurz vor der Grenze von Belize. Immer noch. Wir warten nämlich noch auf einen Check, immer noch von der Versicherung, immer noch von dem Unfall, den wir hatten, den wir hier in Chetumal abholen können, theoretisch heute. Mal schauen, ob er dann auch heute endlich mal da ist. Ja, gestern war Sonntag, dementsprechend war es hier voll und laut auf dem Platz, war aber ganz lustig. Und hier haben wir Barbara und Robert kennengelernt. Die zwei sind schon 3 Jahre lang mit ihren Motorrädern. Wo sind sie? Da im Hintergrund, irgendwo Motorräder. Unterwegs, möchten über die Grenze nach Belize und sind deswegen leider auch schon am Zusammenpacken. Wir hatten ja ursprünglich auch angedacht, nach Belize zu fahren, haben uns jetzt aber irgendwie doch umentschieden und fahren in Richtung Guatemala, sobald wir den Check haben, hoffentlich heute. Wir haben nämlich nur noch ein paar Tage Visum und bis zur Grenze Guatemala müssten wir jetzt noch 500 Kilometer fahren. Deswegen hoffe ich wirklich sehr, dass der Check auch heute ankommt, damit wir mal losfahren können. Ja. Gut an in Belize. Ja. Danke. Tschüss. Und wir bleiben einfach in Kontakt. Genau. Tschüss. Haha, Freunde, richtig gut. Wir haben gerade die Nachricht bekommen, dass der Check angekommen ist in Chetumal, was nur noch 10 Kilometer für uns in die Richtung ist. Und ja, den gehen wir uns jetzt abholen. Deswegen haben wir jetzt gerade alles
zusammengepackt und müssen diesen wunderschönen Platz leider heute schon verlassen. Und dann geht's auf in Richtung Guatemala. Ja, 500 Kilometer haben wir noch vor uns. Ja, damit haben wir uns jetzt auch entschieden. Wir fahren nach Guatemala und nicht nach Belize. Ja, wir haben uns umentschieden und fahren als nächstes nicht nach Belize rein. Weil es einfach zu teuer ist. Ja, das war aber eigentlich nicht der Hauptgrund. Ja. Schon. Ja? Ja. Okay. Was war für dich der Hauptgrund? Mein Hauptgrund war eigentlich, dass wir gerne mal wieder ein paar andere Reisende Ach so, ja. treffen wollten. Und die hängen gerade alle in Guatemala rum, die wir kennen. Und deswegen machen wir das jetzt fahren einfach. wir lieber nach Guatemala. Und ja. Ja. Genau. Und Guatemala ist auch ein bisschen günstiger. Und wir möchten einen Sprachkurs machen und mal ein bisschen Spanisch lernen. Wir fahren also nach Chetumal und holen unseren Check-up. Den ganzen bürokratischen Kram wollen wir euch jetzt mal großteils ersparen. Die böse Überraschung wird aber noch folgen. Sí, mi nombre. Sí. Ich verstehe es nicht. Jetzt stehen wir hier an der Bank. Jetzt hat die gesagt, dass der Check ist nur dafür da, um es auf das Konto des Begünstigten zu überweisen, und es geht nicht auf ein deutsches Konto. Genau deswegen wollten wir einen Check haben und haben der Versicherung halt gesagt, dass sie uns irgendwie die Möglichkeit geben sollen, dass wir ein Bargeld bekommen. Ja, und jetzt steht auf dem Check drauf, dass das nur auf ein Konto überwiesen werden kann, und die Bank will uns das nicht in im Bar geben. Also das ist so dumm, so unnötig unkompliziert. Ich meine, das Geld ist da auf dem Check, ja, und jetzt kriegen wir das nicht. Also so einen Scheiß habe ich noch nie erlebt, ja, echt. Jetzt hat die Qualitas da diesen einen Scheißsatz da drauf gedruckt, der besagt, dass es nur möglich ist, das Geld auf einen Bankaccount von dieser Bank mit meinem Namen zu überweisen. So, dann habe ich jetzt gesagt, ja, dann lass uns doch mal eben einen Bankaccount hier eröffnen bei der Bank. Ja, das ist nicht möglich, weil ich kein Mexikaner bin. Toll, super, danke. Was ist denn mit Carsten los? Echt, ey. Wie blöd kann man eigentlich sein, wie unfähig. Also das ist doch mit Absicht so gemacht, damit wir die Kohle nicht bekommen und die sich selber einstecken können. Oh, ey, sowas kotzt mich ja an, ey. Carsten! Es ist einfach genau das, was wir der Troller gesagt haben von Qualitas, von der Versicherung. Wir haben kein mexikanisches Konto. Wir brauchen irgendwie eine Möglichkeit, dass sie uns das bar auszahlen oder sonst irgendwas. Ja, und jetzt stehen wir vor der Bank und er schickt uns wieder weg und sagt, ja, das ist nicht unser Problem, das müssen Sie mit der Qualitas abklären. Naja, wir fahren da jetzt wieder hin und ich weiß, aufregen bringt nichts. Wir sind halt hier in Mexiko, so laufen die Sachen hier. Es ist scheiße, es nervt einfach nur. So, der ganze Tag mehr oder weniger für nichts. Einkaufen waren wir immerhin. Wäre zwar nicht zwingend notwendig gewesen, aber wenn wir sowieso einmal gerade in der Stadt sind, naja. Doch, das war zwingend notwendig. Wir hatten kein Nutella mehr. Oh, wir hatten kein Nutella mehr. Wie schrecklich, ja. Ja, Steffi ist unsere Nutella-Futterin.
Brauchen wir was Süßes morgens auf dem Toast? Ja, ganz besonders einmal im Monat, ne? Nein, auch so, jeden Tag. Ja, wir waren jetzt nochmal bei Qualitas, also bei der Versicherung. Die Dame dort war ganz nett. Ich meine, nett sind sie ja eigentlich immer erst. Und hat uns versichert, dass sie bis morgen herausfindet, wie wir, solange wir noch in Mexiko sind, Geld bekommen. Unser Geld bekommen. So, genug aufgeregt jetzt. Hunger. Wir gehen was essen. Wir gehen nicht essen, wir kochen uns jetzt was. Haben nämlich lecker Fisch gekauft. So, bevor wir jetzt hier unsere leckere Makrele zubereiten, die muss noch ein bisschen auftauen. Die war nämlich gefroren, irgendwie hatten die da nicht wirklich viel Fischauswahl in einem Küstenstaat hier. Aber gut, wir haben uns Mr. Muscolo Backofenreiniger geholt, weil dieser Dachlüfter einfach mal nichts mehr bringt, weil er komplett zugeschmandet ist. Der ist halt hier unter der Kochstelle und ja, irgendwie ist hier die ganze Ecke mega verfettet. Und der Dachlüfter hat ja ein Fliegengitter und das Fliegengitter, ich war letztens auf dem Dach oben drauf, das Fliegengitter ist einfach mal komplett zugesetzt mit Fett und von oben Mücken, die da drauf kleben und irgendwelchem anderen Viehzeugs. Ich hoffe, mit dem Backofenreiniger-Zeug hier kriege ich das jetzt irgendwie sauber, ohne dass sich das Fliegengitter auflöst. Ist schon krass, was beim Kochen so für einen Fettdampf hier immer entsteht, ne? Wo sich das alles absetzt und so. Das ist richtig ekelhaft. Dass ich nochmal erleben darf, dass du im Putzwahn bist. Die nächste Zeberrolle kriegst du am Kopf. Gut, dass wir keine nächste haben. Ich habe noch hier Flaschen, mit denen ich werfen kann. Also, zeig mal unsere neuen Flaschen, die haben wir heute gekauft. Wunderschön. Wir haben uns vorbereitet, wir bereiten uns vor auf eine Vulkanwanderung. 3 Wochen Vulkanwanderung im Outback. Nein, 2 Tage geht die. Eine Nacht in Guatemala oben auf dem Vulkan. Die Tour werden wir auf jeden Fall machen und da freuen wir uns schon richtig drauf. Ein aktiver Vulkan. Ja. Guten Sylvie-Becher. Und auch hier die guten Sylvie-Weingläser, die übrigens immer noch existieren und halten und nicht kaputt gegangen sind und nie runtergefallen sind. Die schmanden auch immer ein hier. Ist auch irgendwie alles viel zu nah beieinander. Aber ja, wohin sonst, ne? Ah, hier. So guten Dino Adventure Emaille Tassen. Hier Steffis Tasse und meine Tasse stand halt schon ein paar Mal im Feuer. Geht schon, aber leidet halt ein bisschen drunter. dinoadventure.de/shop mit Magnethalter. Kann ich nur empfehlen, die geilsten Tassen. Ich stimme dem zu. Ist das nicht schön? Ein Mann, der putzt. Wenn wir die Kamera gleich weglegen, kannst du weitermachen. Nö. Guck mir das jetzt gerne hier an. Was sich übrigens auch mega bewährt hat hier, ist der Messerblock, den ich da einfach festgeschraubt habe auf die Arbeitsplatte. Also hat was. Fang. Findest du dich lustig? Bisschen. Oh, wir haben mittlerweile nach 23 Uhr, aber schaut euch mal an, wie schön das wieder aussieht. Blitzeblank. Sehr stolz auf dich. Kassler keine Lust mehr. Verständlich. Das hat er echt gut gemacht.
Es ist unbegreiflich, was die hier teilweise für eine Unfähigkeit an den Tag legen. Wir waren jetzt wieder bei der Versicherung, wie abgesprochen, und heute sollte ja geklärt werden, wie wir dann das Geld bekommen. Und dann wurde uns gesagt, ja, sie hätten das mit der Bank abgeklärt. Wir würden in der Bankfiliale eine Person zugewiesen bekommen, mit der wir uns das Geld abholen könnten. Und kurze Zeit später kriegen wir dann die Nachricht, Sie hätten jetzt die Nachricht von der Bank bekommen, dass es doch nicht geht, weil ja auf dem Scheck das draufsteht, was draufsteht, dass es nur auf ein mexikanisches Konto mit meinem Namen überwiesen werden könnte, welches nicht existiert, immer noch nicht. Ja, und irgendwie kriegen die es auch nicht auf die Reihe, uns das Geld auf ein deutsches Konto zu überweisen. Wie auch immer, lange Rede, kurzer Sinn. Wir müssen raus aus dem Land, weil unser Visum abläuft. Ansonsten verlieren wir auch noch $400 Deposit, die wir auf das Motorrad drauf haben. Deswegen fahren wir jetzt los in Richtung Grenze Guatemala und hoffen einfach nur, dass wir das irgendwie noch via WhatsApp geklärt kriegen. Den Scheck haben wir noch. Das ist jetzt unser einziger Nachweis, dass die Versicherung uns quasi Geld schuldet. Ansonsten sind wir quasi auf das Vertrauen der Versicherung angewiesen, dass die uns irgendwie dann doch noch das Geld zukommen lässt. Ja, ich habe jetzt gefragt, ob es irgendwie möglich wäre, wenn wir das Konto eines mexikanischen Freundes angeben, worauf das Geld überwiesen werden kann. Ein paar mexikanische Freunde haben wir mittlerweile und die kriegen es mit Sicherheit irgendwie hin, uns das Geld via PayPal oder so zu schicken. Das sollte dann eigentlich kein Problem sein, aber ich würde mich nicht wundern, wenn das für die Versicherung dann jetzt irgendwie doch wieder ein Problem ist, das an jemanden zu überweisen, der nicht Carsten Lohmer heißt. Ja. Erstes Etappenziel haben wir geschafft. Wir sind heute 200 Kilometer gefahren. 250. Steffi, das meiste davon. Und wir stehen jetzt hier in so einem kleinen Stadtpark. Morgen früh wollen wir mal schauen, ob wir hier in der Stadt einen Corona-Test machen können. Wir waren eben schon an 2 Apotheken und haben gefragt. Die konnten uns natürlich nicht wirklich weiterhelfen. Es sind ja nur Apotheken. Aber wir haben dann ausfindig machen können, dass hier sowas Ähnliches wie ein Krankenhaus oder so. Also wie nennt man das? Eine Teststation gibt es hier nicht, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir eine Stelle, wo wir morgen früh noch mal fragen gehen können, ob die das dann machen. Dann müssen wir morgen noch mal eine ganz schöne Strecke fahren. Morgen dann nochmal 250 Kilometer bis zur Grenze. 300 sogar. Ja, und Donnerstagmorgen dann zur Grenze. Dann rüber. Und am Freitag würde unser Visum auslaufen. Also bis Freitag hätten wir noch Zeit, über die Grenze drüber zu fahren. Ein Tag Puffer, falls was schief läuft. Genau. Ja. Wer bist du denn, ne? So, eine Teststation haben wir dann schließlich gefunden. Dann hieß es nur noch, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken, Stäbchen rein. Und mehr fällt mir dazu leider auch nicht ein. Und? Negativ? Negativ, da steht beide. Sehr gut. Wir können über die Grenze. Wir dürfen. Ja, und nochmal wegen unserem Scheck, Versicherungsgeschissen da. Nein, doch.
Also hier in der Stadt gibt es sogar eine Qualitas-Filiale und wir haben gefragt, ob wir den Scheck jetzt hier abgeben können, damit die eine Auslandsüberweisung machen können, weil die wollen den Scheck unbedingt zurückhaben. Dass wir den irgendwie anders vernichten oder so, geht nicht. Die brauchen den zurück. Und zwar zurück nur an besonderen Filialen in der Qualitas-Filiale hier in der Stadt oder in jeder Stadt, die jetzt noch bei uns auf dem Weg liegt, können wir ihn nicht zurückgeben. Das heißt, wir müssen warten, bis wir irgendwann wieder zurück nach Mexiko fahren und dann ihn an einer richtigen Filiale abgeben. So viel dazu, also kriegen wir nicht unser Geld, müssen noch ein paar Monate warten, bis wir irgendwann wieder nach Mexiko einreisen. Aber verfallen soll er angeblich nicht. Jo. Wir fahren jetzt zur Grenze. Noch einmal voll tanken. In Guatemala wird der Sprit und der Diesel nämlich teurer. So, bevor es jetzt über die Grenze geht, morgen füllen wir nochmal schnell Gas auf, weil keine Ahnung, wie das wieder im neuen Land ist und so sind wir erstmal auf der sicheren Seite. Willst du die Kleine auch auffüllen lassen? Die ist doch voll. Ist sie voll? Ja, das ist unsere Reserveflasche, die haben wir nie irgendwie, wie soll ich sagen. Ja, das frage ich mich gerade. Hatten haben wir wir nicht. Okay, alles klar. Unsere Flaschen haben natürlich keinen Füllstopp, weil das die normalen Campinggasflaschen sind, die normalerweise immer nur im Tausch halt funktionieren in Deutschland. Aber wir hauen die halt immer komplett voll und lassen dann wieder ein bisschen was ab, so als Sicherheit, damit wir wieder eine kleine Luftblase drin haben. Die Luftblase ist im Grunde nur dazu da, um, falls die Flasche hinfällt, damit die Flasche einen Druck ausgleichen kann und nicht irgendwie einen Riss bekommt und explodiert. Hier hatten wir das Gewicht mal in Pfund drauf geschrieben, damit die in Amerika auch wissen, wie viel sie reinfüllen können. Also das ist das Gewicht der Flasche komplett voll, 80%, inklusive Flasche. So. So, wir stehen jetzt hier kurz vor der Grenze. Da hinten ist die Grenze. Auf dem Parkplatz kostet 20 Pesos, ungefähr 80 Cent die Nacht.
Und oh, morgen geht's rüber. Jetzt sagen wir erstmal gutes Nächtle. Guten Morgen. So, jetzt geht's über die Grenze. Was wir vor dem Grenzübergang jetzt noch gemacht haben, wir haben jetzt, weil wir die Nacht gepennt haben, noch einmal den Dino abgesucht von unten in jeder Ecke etc., wo man eventuell was hätte hinkleben können. Einfach nur, um sicher zu gehen, dass niemand uns irgendwo was unterjubeln wollten. Haben nichts gefunden. Ich hoffe, das stimmt dann soweit auch. Und ja, wir machen uns jetzt auf den Weg zur Grenze. So, die temporäre Aufenthaltsgenehmigung für das Motorrad haben wir jetzt gecancelt. Für den Dino brauchen wir nicht canceln, weil wir haben 10 Jahre und wir haben vor, innerhalb von den 10 Jahren nochmal zurück nach Mexiko zu gehen. Deswegen lassen wir die bestehen. Jetzt müssen wir noch rüber ins Office und unser Visum canceln. Das muss noch überprüft werden, dass wir auch nicht überzogen haben und. Und dann können wir ausreisen. So, wir sind jetzt offiziell aus Mexiko ausgestempelt. Juhu! Jetzt müssen wir noch zu den Guatemala-Behörden. Guatemaltesen oder ja, immer. Genau, zu den Behörden in Guatemala. Und dort alles für die Einreise erledigen. Und dann sind wir offiziell in Guatemala. El Ceibo ist übrigens die westlichste Grenze, die von Mexiko nach Guatemala geht. War nicht zu tief darunter. Die Immigration ist hier einfach mal in einem LKW. Bisschen komisch irgendwie. Das müssen wir noch irgendwo Kopien machen. Jetzt irgendwo Geld bezahlen für den Import, aber wir wissen nicht wo. Der hat gesagt, wir sollen die Straße hochlaufen, aber hier ist nichts. Das ist irgendwie komisch. Sonst haben wir alles erledigt. Irgendwo da hinten steht der Dino. Da. Da ist es. Caja Corral. Wir sind zu weit gelaufen. Da müssen wir hin. Das ist irgendwo hier drin. Hallo Buenas. Hier ist das Loch. Hier müssen wir jetzt den Import bezahlen. In der Caja Rural. Aha. Was jetzt? Da sitzt ja einer. Ja, neben den Rattenfallen und den Scheißhausrohren ist die Caja Rural, um den Import zu bezahlen. Witzig. Gracias. Hier. Buen dia. Hasta luego. So, offiziell in Guatemala eingereist. Immer noch mit unserer mexikanischen Jalapeno. Jalapeno. Mir hat das Wort gefehlt. So, wir haben es geschafft. Wir sind angekommen in Guatemala, haben einen ruhigen Stellplatz hier in Flores gefunden. Direkt am See. Auf einem Parkplatz.
eigentlich richtig schön und ja, hat alles wunderbar geklappt. Der Grenzübergang war verhältnismäßig easy im Vergleich zu anderen, die wir schon mal hatten. Die waren und, auch super nett an der Grenze. War eine kleine, ruhige, freundliche Grenze und wie gesagt, alles super geklappt. Ja, dann beenden wir hiermit das Video und würden sagen, stop dreaming, start planning, haut auf den Abonnieren-Button und schreibt was in die Kommentare. Lasst uns nicht von den Mücken auffressen, wir gehen rein. Ciao. Tschüss.